alles perfekt im Sinne von seinem Benehmen zu schaffen. And the course is not about behavior. Im Kurs geht es nicht um das Verhalten. The attitude of the course is that what you do is a result of what you think. Die Geisteshaltung des Kurses ist nicht, also dass du das tust, was du denkst. With the assumption that the rest will take care of itself. Der Kurs konzentriert sich auf die Gedanken und der Rest wird sich einfach ausspielen. Yes, that's a good question. And I think the Course says enlightenment is a recognition, not a change at all. Das ist eine gute Frage und im Kurs heißt es, dass Erleuchtung eine Erkenntnis ist und keine Veränderung. Yeah, the recognition is that you recognize and finally accept the atonement that you're still at home in God, you're still innocent, you never left. That's the state of enlightenment, you're really awakening from the dream. Die Erkenntnis ist also, dass du die Sünde akzeptierst und einfach aufwachst und erkennst, dass du bei Gott bist. What the Spirit seems to be trying to tell us is that it wants us to just focus on our everyday lives and undoing the ego, recognizing the opportunities that are being presented to ourselves on a daily basis. Worum es geht im Kurs ist, dass wir einfach erkennen, dass auf einer alltäglichen Ebene wir uns darauf fokussieren, was genau vor uns ist. Die Alltagsvergebungslektionen, die direkt vor uns sind. And you can get to the place through the practice of forgiveness every day where you're so happy, you're in the happy dream. Like Gary said, it doesn't even matter what the timing is. Und du kannst irgendwann so an einen inneren Zustand kommen, dass du vollkommen in Freude bist und es dir gut geht, egal was um dich herum ist. Because it's already been determined anyway. Everyone is going to awaken from the dream at their appointed time. Es wurde ohnehin schon festgelegt, wann die Zeit ist, wann wir hier alle aufwachen. But I remember Arten and Persis saying, focus on what's right in front of your face on any given day. Arten und Percy sagten, konzentriere dich auf das, was gerade jetzt vor dir ist. Because that's what the Holy Spirit wants you to learn. Das ist das, was der Heilige Geist will, dass du lernst. And the more we do that every day, that is a shortcut in a sense. That is a fast way. Und wenn wir das tun, dann ist das wie eine Abkürzung, dann ist es ein schneller Weg. Yeah, so I think, we know people that have walked around and kind of said, oh, I'm enlightened. Wir haben Leute getroffen, die sagen, ja, ich bin erleuchtet. But I honestly don't think, if you really, really were enlightened, I don't think there'd be any need to really pronounce that to the world. Ich glaube nicht wirklich, dass, wenn du erleuchtet bist, dass es irgendein Bedürfnis dann noch geben würde, dass du es den Leuten mitteilst und sagst, oh, ich bin jetzt hier erleuchtet. It's almost another way of making an idol out of even that, of Das ist enlightenment. eine andere Form, aus der Erleuchtung einen Götzen zu machen. So Gary and I always joke, even if we were enlightened, we wouldn't go around telling people, oh, we're enlightened. Gary und ich witzen auch immer darüber, dass wenn wir erleuchtet wären, wir nicht rumgehen würden und sagen, oh, jetzt bin ich erleuchtet. And it's a very clear indication that there's still work to do if there's still fear in the mind. Das ist eher ein klares Anzeichen, dass da noch Angst im Geiste ist und es noch Arbeit für diese Person gibt. So there's a line in the Course where Jesus says, if you really learn the Holy Spirit's lesson, Es gibt eine Zeile des Kurses, wo steht, wenn du wirklich die Lektionen des Heiligen Geistes lernst, one of the ways you can tell is you'll be wholly free of fear of any kind. dann wirst du vollkommen frei von jeglicher Furcht sein. And anyone who meets you or even thinks about you Jeder, der dich trifft oder nur an dich denkt, will share in your perfect peace. wird deinen vollkommenen Frieden teilen. And so it's this work, just when we think maybe we've gotten to a certain point on the journey of the Course where we think we've really got it, right? We really got it. Wenn wir also an einem Punkt im Kurs sind, wo wir glauben, jetzt habe ich es wirklich verstanden, jetzt habe ich es durchdrungen. Jesus is sort of saying, beware of that temptation to think you're way more ahead or advanced than you might really be. Sagt Jesus, achte darauf, dann nicht in diese Versuchungen zu geraten, zu glauben, dass du viel weiter vorangeschritten bist als alle anderen. Because as soon as we say that, then boom, something comes up, and then we get our peace disturbed all over again. Sobald wir das sagen, passiert irgendetwas und schwupps ist unser Friede schon wieder gestört. So we want to be kind of careful with that, with tell that you're on the right track. Ein gutes Anzeichen, dass du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, Is if you recognize that things, again, that used to really bother you, they're just nothing now. It doesn't bother you, it doesn't affect your peace. ist die Erkenntnis, dass die Dinge, die dich früher richtig gestört und deinen Frieden gestört haben, jetzt dich nicht mehr länger stören. And number two, you give up that need or desire to have to defend
yourself and make a point and be right. Der andere Punkt ist, dass du es aufgibst, dich selbst zu verteidigen und wirklich versuchen, irgendwie eine Aussage zu machen, um die Dinge richtig zu setzen aus deiner Sichtweise. And I don't mean normal defense where someone tries to come up and physically attack you. You do want to defend yourself in that Ich situation. meine jetzt nicht physischer Angriff, dann darfst du dich natürlich verteidigen, If you're in a dangerous situation or wenn du something. in Gefahr bist. But that's just common sense. Aber dann nutzt einfach den Alltagsverstand. By holding on to defenses, the Course means trying to justify your position and make yourself right and the other person wrong. Die Verteidigungshaltung aufzunehmen, über die der Kurs spricht, heißt einfach, das nicht mehr zu rechtfertigen, dass der andere falsch liegt. But the light will come to every mind when it's ready to accept the atonement for himself. Das Licht wird zu jedem Geist kommen, wenn er bereit ist, die Sühne zu akzeptieren. And you will be in the real world and you'll know you'll be in the real world. Du wirst in der wahren Welt sein und das dann auch wissen. Because this Course explains the real world as the world where you walk in but you don't see any separation, no borders or limits of any kind. Der Kurs beschreibt es dann, dass du in dieser Welt läufst und überhaupt keine Trennung mehr in jeglicher Art wahrnimmst. Your body's eyes will see differences and maybe borders. Die Augen deines Körpers sehen vielleicht noch Körper und Grenzen zwischen Gegenständen. But in your mind, you'll recognize the truth, that there's no gap. Again, there's no gap between us, between minds. Im Geist aber weißt du, es gibt keine Trennung zwischen Dingen und auch keine Trennung zwischen den Geistern. And you will walk the world in peace, that nothing that is anything less than God can affect your peace. Du wirst die Welt im Frieden laufen und nichts kann deinen Frieden erschüttern. So this is the state that Jesus attained. Das ist der Zustand, den auch Jesus erreichte. And so he's just teaching us all we can do the same, exactly the same as he did. Er lehrt uns, wir alle können dasselbe tun, wie auch er. Because we're not different from him. Wir sind nicht anders als er. It's only that he had God and nothing else. He listened to that one voice. Er war einfach nur in Gott und hörte nur diese eine Stimme. And this is what we're all aspiring to. This is what we're all remembering to do as well. Danach streben wir und daran sollten wir uns erinnern. And Gary and I realized that although we're teaching the Course, we learn what we teach. So we're up here reinforcing in our own minds as well. Gary und ich wissen auch, dass obwohl wir hier oben sind und lernen, wir auch Lernende sind. Wir lernen, indem wir hier lehren. So there's, I hope that is helpful. Someone in the back there, just till we get a couple people in the back of the room, then we'll move up here. So, if I'm not mistaken, in one of your books you mentioned that in this life from birth till death, the script is already written. So, it's not still clear for me, so whatever we do, nothing will change? Also ich glaube, ich habe das in einem Buch so gelesen, dass das Skript ja bereits geschrieben ist, vom Zeitpunkt der Geburt bis zum Tod. Aber egal was wir tun, nichts wird sich verändern, das habe ich nicht so richtig verstanden. Yes. I remember once Arden person kind of like transported me to another place called Cahokia, and I did some things, and then I was actually there again, like I was supposed to be a couple of months later, and Ich erinnere mich daran, dass Agnen Purser mich an einem Gedankentransport nach Cahokia gebracht haben und Monate später ich dort wieder auftauchen sollte in meinem echten Leben. And I was in St. Louis, but when we went to Cahokia and got near there, I started realizing that everything that I was doing was exactly the same. Als ich dann in St. Louis war, in Cahokia, habe ich erkannt, dass alles, was ich dort tat, genau auf die gleiche Art und Weise sich ausspielte wie vorher. That included every single movement that I made with my body. Jede einzelne Bewegung meines Körpers war exakt gleich. I couldn't do it any differently. Ich konnte es gar nicht irgendwie anders durchführen. Even though I tried. You know, if I turned to the left 2 months before that, Ich konnte nicht anders, auch wenn ich es versucht hätte. Wenn ich vor 2 Monaten nach links versucht hätte zu schauen, I would turn to the left at exactly the same place again.
hätte ich mich auch nach links gedreht an genau der gleichen Stelle. And the reason they did that for me was to show me that every word that I spoke and every movement that I made Der Grund war, dass sie mir zeigten, dass jedes Wort, das ich sprach, jede Bewegung, die ich tat, was already determined. schon festgelegt war. And that's why I don't worry about what I'm going to say today. Deswegen habe ich keine Sorge, was ich hier heute sage. I couldn't change what I'm going to say today. Ich könnte es gar nicht verändern, was ich heute hier sagen würde. It's already been said. Es wurde schon gesagt. It's already determined. Es ist schon festgelegt. And I couldn't do it any differently if I wanted to. Ich könnte es nicht anders tun, wenn ich das wollte. And there's a lot of freedom in that knowledge. In diesem Wissen liegt viel Freiheit. Because now you don't have to worry about it. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr darum machen. You just do it. Du machst es einfach. Yet there is one place where we still have freedom. Es gibt aber noch einen letzten Ort, wo wir die Freiheit haben. And that is in choosing which interpretation that we're going to choose of what we're seeing. Diese Freiheit ist die Wahl, uns zu entscheiden, welche Interpretation wir wählen von dem, was wir sehen. That's where your real free will is. Darin liegt ein freier Wille. You can decide to see it with the Holy Spirit instead of the ego. Du kannst entscheiden, es mit dem Heiligen Geist anstelle des Egos zu sehen. Now, if you do that, it is possible to change dimensions of time. Wenn du das tust, ist es möglich, die Dimension der Zeit zu verändern. And in another dimension of time, you may have a different outcome. In einer anderen Zeitdimension hast du vielleicht eine andere Auswirkung. You know, in one dimension of time, you get the girl, and in another dimension of time, you don't get the girl. In einer Dimension kriegst du vielleicht die Frau, in einer anderen kriegst du die Frau nicht. But you can't decide to do that on your own. That has to be the Holy Spirit's decision. Du selbst kannst das nicht entscheiden. Das ist die Entscheidung des Heiligen Geistes. So that's really the only place where you have that wiggle room, is changing dimensions of time. Das ist sozusagen der einzige Raum, den du für dich hast, für die Entscheidung, die Dimensionen zu verändern. Because within this dimension of time, yes, the script is written, and those who are to meet shall meet, and it's already been determined. In dieser Dimension der Zeit ist die Schrift geschrieben und die sich treffen sollen, werden auch zusammenkommen. The way the Course reads it, it says there are no accidents in salvation, because together they have the potential for a holy relationship. Denn zusammen haben sie das Potenzial einer heiligen Beziehung. And by the way, the holy relationship isn't that complicated. Die heilige Beziehung nebenbei ist gar nicht so kompliziert. The Course says that the holy relationship is the forgiven relationship. Der Kurs sagt, die heilige Beziehung ist die, in der vergeben wurde. So if you've forgiven somebody, that's a holy relationship. Wenn du jemanden vergeben hast, ist das eine heilige Beziehung. This is regarding the script again and changing dimensions of time. Noch ein Kommentar zur Schrift und wie die Dimensionen der Zeit verändert werden. It's not so important, you know, that you feel you're going to change dimensions of time. Es ist gar nicht so wichtig, dass du versuchst, Zeitdimensionen zu verändern. But what's important, you do have some influence in the sense that the more you forgive and practice forgiveness, Was aber wichtig ist, zu wissen, dass je mehr du vergibst und es übst you're learning lessons. und du deine Lektionen lernst, And if you really truly learned a lesson, you don't need to keep learning the same lesson all over again. ist dann so, dass wenn du Lektionen wirklich gelernt hast, du sie nicht nochmal neu lernen musst. So because of all your choice to forgive and choosing your right-minded teacher, you may not have to go through a certain same scenario that you might have gone through before. Aufgrund deiner Wahl zu vergeben, kann es sein, dass du ein bestimmtes Szenario einfach nicht brauchst, was sich sonst wiederholt hätte. So you could avoid a very difficult situation just because you practice forgiveness. You'll either experience it differently, or as Gary said, you may change dimensions of time where a different outcome will play out. Du kannst also eine schwierige Situation, die sich sonst ergeben hätte, durch deine Vergebung ändern. Es kann sein, dass dein Zustand, dein Gefühl während der Situation anders sein wird, oder du die Dimensionen änderst und sich dann ein anderes Szenario abspielt. But that outcome was already filmed too. Aber das Ergebnis wurde auch schon abgefilmt. So you're not changing any of the script, but you can have a different outcome. You're not changing any of the script, but you can have a different outcome within the fixed script system. Die Schrift änderst du also nicht. Du kannst aber trotzdem innerhalb der Schrift And can exist. It's already been filmed. all diese unendlichen Möglichkeiten, die da existieren als Ergebnis, wurden bereits abgefilmt. So in a way, you do have an impact according to all the forgiveness work you're doing and learning your lessons. An impact according to all the forgiveness work you're doing and learning your lessons, and that's why that's important. Das ist also der Einfluss, den du hast durch die Vergebung, und das ist auch, warum es so wichtig ist.
But I think the most important shift you will notice is that your mind is becoming more peaceful the more you forgive. Die größte Veränderung, die du wahrnehmen wirst, ist wahrscheinlich, dass dein Geist friedlicher wird, während du vergibst. So much so that even if the same scenario plays out over and over again that you used to annoy you, Also auch dann, wenn das Szenario sich immer wieder abspielt, das sich früher so genervt hat, you're not going to make it real. It'll be like nothing. du es nicht mehr wahr machst und es für dich nichts ist. And it doesn't mean you wouldn't be helpful in a situation and be normal in the world and help someone if they need help. Du würdest trotzdem ganz normal agieren und wenn Hilfe gebraucht wird, würdest du auch helfen. But now you're going to be coming from your right mind, doing it with a different teacher instead of the ego. Doch jetzt kommst du vom rechtgesinnten Geist mit einem anderen. Brothers and sisters. Jetzt nutzt du dein Leben und die Schrift, um aufzuwachen zusammen mit deinen Brüdern und Schwestern. Right here.